Guten Morgen. Oh, das BGS. Es wird schwer. 80 Tage, 4000 Kilometer, 16 Bundesländer. Ich bin ein Belgier in Deutschland. Kapitel 1. Ich werde warten, ich werde laufen. Kapitel 2. Ich werde gelaufen haben, gelaufen sein. Heute schlafe ich auf einem Bauernhof irgendwo zwischen Leipzig und Dresden. Und zwar in meinem eigenen Bauwagen. Uli und Franziska wohnen auf dem Bauernhof von Franziskas Familie, zusammen mit ihrem Sohn Milan. Und du bist auch hier geboren? Ich bin, ja genau, in der Stadt geboren, aber hier auf dem Hof aufgewachsen. Ja. So, das ist schon die dritte Generation, der hier wohnt jetzt. Nee, es ist die 5. Also Milan ist der 6. Franziska ist hier geboren. Uli kommt aus dem Westen. Vor einem Jahr sind sie von Hamburg zu Franziskas Papa gezogen. Ihr seid hier hingezogen und guckt jetzt, wollen wir hier wohnen und das hier übernehmen. Genau, das ist so eine Idee. Wir gucken, ob wir das hinkriegen, ob wir das wollen. Weil ich meine, es ist auch echt ein großer Hof einfach, weil hier ist einfach viel zu tun. Wenn ich mir dann vorstelle, ich arbeite noch im Büro oder habe einen anderen Job und dann auch hier das alles in Schuss halten, das kann schon viel Arbeit sein. Also mein Vater macht jetzt die Landwirtschaft aktuell im Nebenerwerb. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, wer macht das jetzt weiter, ob ich das weitermache im Nebenerwerb, um auch im Grunde genommen diesen Hof hier so in der Art erhalten zu können. Und willst du das? Ich möchte das eigentlich schon sehr gern, ja. Weil diese emotionale Heimat, die dieser Hof birgt, die ist sehr groß. Und die hat halt eine emotionale Bindung zu dem Hof. Den habe ich nicht. Ich bin hier nicht aufgewachsen. Hier ist der Kartoffelacker. Hier haben wir jetzt Kartoffeln gelegt. Da haben wir gesehen, in die Zeit kommt immer der Kartoffelkäfer. Die breiten sich sehr stark aus, weil die legen auch Eier. Ja, also die Larven. Und wenn man das nicht beseitigt, dann kann es dazu führen, dass dann die komplette Ernte ausfällt, weil die komplette bis unten alles auffressen. Okay. Also deswegen müssen wir jetzt einmal komplett die Reihen, das ist jetzt eine schön meditative Übung, durchgehen und die Kartoffelkäfer und die Larven raussuchen. Okay. Es gibt, glaube ich, 2 Geschichten, wie der Kartoffelkäfer hierher kam. Ja. Die eine Geschichte ist, dass der, glaube ich, irgendwie nach Frankreich im 19. Jahrhundert oder so gelangt ist. Da hat er sich dann ausgebreitet von dort aus. Aber die andere Geschichte, die man sich in Ostdeutschland erzählt, ist, dass zu Zeiten des Kalten Krieges die Amerikaner das mit Flugzeugen hier ausgesät haben. Und sozusagen die Ernährung hier, oder dass das Volk hungern muss, damit die Kartoffelernte vernichtet wird. Wirklich? So. Ja, das erzählt man sich. Sie kommt aus dem Osten, er aus dem Westen. Gibt es da eigentlich einen Unterschied? ich habe schon das Gefühl, dass die Menschen im Osten eine andere Art und Weise haben, miteinander umzugehen. Pipi? Pipi oder Kiwi? Das ist ein Unterschied. Ich habe das Gefühl, die Leute im Osten haben irgendwie durch die DDR-Zeit enger zusammengelebt, als sozusagen Westdeutsche das mussten, einfach aus der Not heraus auch. Auf der einen Seite sind die Leute natürlich nicht so individualisiert. Sie sind natürlich mehr auf die Gruppe aus, mehr auf Gemeinschaft, was ja auch schön ist. Aber teilweise ist hier auch viel Verbitterung. Also die Leute wurden halt nach dem Fall der Mauer, wurden hier die Leute überhaupt nicht mitgenommen. Kam der Westen hier rüber und hat sich halt so aufgespielt, so wie wir haben gewonnen, ihr habt verloren. Wir wissen, wie es geht, ihr wisst nicht, wie es geht. Dabei sage ich jetzt mal platt gesagt, das was in Studienbüchern steht, ist auf beiden Seiten das Gleiche. Ich bin in der Nähe von Marburg geboren, in Hessen, und bin dann hier auf dem Hof seit 1956. Also da war ich 2 Jahre. So, dieses Hof hat viel gesehen, glaube ich, dann in Ostdeutschland. Ja. Also mein Großvater hat ihn 1911 gekauft
Ich bin praktisch hier aufgewachsen und habe hier als Kind gespielt. Genauso wie Milan jetzt. Seine Heimat zurücklasse, um eine neue zu suchen. Ich bin nicht alleine. Ich bin hier nicht aufgewachsen, ich kenne den Hof, seit ich mit Franziska zusammen bin und jetzt lebe ich seit einem Dreivierteljahr hier. Ja. Der ist natürlich, ich finde das einen schönen Ort, einen sehr schönen Ort, auch einen lebenswerten Ort. Aber ich verbinde keine Geschichten damit. Ich verbinde keine Erfahrung damit, keine Lebenserfahrung, die ich hier aufgebaut habe. Wenn ich dann Milan sehe, dann denke ich das ist so cool für den, für Ja, genau, das sehe ich ja auch. Und ich habe ja auch sozusagen die Verantwortung auch als Vater für ihn. Ich möchte ihm ja auch ein schönes Leben irgendwie ermöglichen. Ja. Aber du hast dann schon ein Kind, da musst du doch schon Lebensentscheidungen machen, die ich noch nicht gemacht habe. Genau, ja. Das ist ja auch das Thema, warum du auch, als wir es gestern drüber haben mit Kinderkriegen, warum du jetzt auch wahrscheinlich sagst, okay, ich will das jetzt noch nicht. Warum willst du es noch nicht? Weil natürlich die Entscheidungen dann, die zu treffen sind, einfach viel schwerer sind und du weniger Freiheiten hast. So. Ja, aber allererst, weil ich lebe in einem Land, wo ich noch keine Freunde habe, wo ich noch niemand kenne, wo ich noch keine professionelle Netzwerk habe. Ich finde, bevor ich Kinder habe, will ich doch machen, dass das finde ich wichtig. Ne? Weil in Belgien hatte ich das alles schon, ne? Aber jetzt muss ich neu anfangen. Ne? Mal gucken, ne? Das sagt man immer hier. Mal gucken. Ja, genau, schauen wir mal. Oder in Bayern schauen wir mal. Ja, schauen wir mal.